Heute beispielsweise haben verschiedene Medien noch einmal recherchiert, dass es massive Einflussnahme Russlands auf Wahlberichterstattung und auf Informationen gibt. Verschiedene Medien kann man nachlesen, können alle im Internet noch einmal überprüfen, die genau darauf ausgerichtet sind, Sarah Wagenknecht zu stärken, die BSW zu stärken und die AfD zu stärken. Diese Einflussnahme Russland gibt es, die haben wir schon in verschiedenen Ländern der Welt beobachtet. Das ist die gezielte Strategie, Moskaus Demokratien von innen heraus zu destabilisieren und Parteien zu unterstützen. Hey Leute, die Grünen reden von Demokratie, während sie gemeinsam mit SPD und CDU über die AfD herziehen. Dabei werfen sie gezielt mit Anschuldigungen um sich und zeigen, dass Doppelmoral ihr politisches Handwerkzeug ist. Wie sieht echte politische Integrität aus, wenn die, die sich als Demokraten bezeichnen, gezielte Diffamierungen betreiben? Und wir sind natürlich nicht zum letzten Mal in dieser Sendung bei der Thematik und fragen auch Sie, weil ich es eine wichtige Frage finde, das BSW und die AfD und die Linken hätten eine andere eigene Mehrheit, auch in leider diesen Bundesländern. Es gibt Roderich Kiesewetter von der CDU, der sagt, die Ostdeutschen sollen doch dann einfach auch diese Leute als Regierung haben. Ich möchte mich als CDU-Mitglied da jetzt nicht zerreißen müssen. Das verstehe ich nicht. Er will sozusagen, dass AfD und BSW zusammen regieren? Oder? Genau. Ja, also das finde ich so ein bisschen komisches Verständnis von repräsentativer Demokratie. Also immer die Behauptung sozusagen, man könne aus dem Wahlergebnis die neue Regierung ablesen. So ist es ja nicht. Sondern der regiert, der es schafft, im Parlament eine Mehrheit zu organisieren. Ja. Und wenn das jetzt hoffentlich, Appell an alle Beteiligten, eben sozusagen alle die sind, die nicht die AfD sind, mehr oder weniger, dann ist das natürlich eine demokratisch legitime Regierung im Wählerauftrag. Also mehr Gedanken würde ich mir über den Punkt auch gar nicht machen. Und dann haben Parteien entschieden, eben ausgerechnet mit der AfD nicht zusammenzuarbeiten und zwangsläufig mit ihr nicht Koalitionen zu bilden. Genau. Katharina Dröge ist bei uns, die Fraktionsvorsitzende der Grünen. Frau Dröge, Omid Nuripur wird zitiert seit 2,5 Wochen mit dem Wort von der Übergangsregierung. Sie sind in Thüringen ganz raus und nur in Sachsen jetzt noch drin. Meint Omid Nuripur auch das, dass man tatsächlich im Übergang ist und es eine Zeit gab, ein Zeitfenster gab und es jetzt sehr schwer haben wird? Nein, das meint er nicht. Und ich komme auch sofort zur Ampel. Ich möchte nur einen Satz noch zur AfD sagen, weil tatsächlich werden nicht alle Wähler die AfD aus rechtsextremen Gründen wählen. Aber es gibt sehr viele Menschen, die die AfD wählen, weil sie eine rechtsextreme Partei ist. Und es wäre beschönigend, wenn man das nicht so klar aussprechen würde. Und es sind auch nicht, Frau Mohammed Ali, einzelne oder Teile der AfD rechtsextrem, sondern die gesamte AfD in Thüringen und Sachsen ist rechtsextrem. Und so klar muss man das auch benennen müssen. In Thüringen auch Sie das auch, benennen. ja, natürlich. Auch in Sachsen, wenn Sie das nicht klar benennen können, haben wir hier einen großen großen Dissens die Bundespartei, miteinander. Frau Dröge. Und auch die Bundespartei ist rechtsextrem. Wenn Ja, Sie da aber unklar gesichert, sind, dann haben wir da ein Problem in Frau Ihrer Dröge, Analyse. Da ist Herr Bosbach viel klarer als Sie. Und da haben Sie wirklich eine Unschärfe. Da wollen Sie jetzt einen Dissens konstruieren, ehrlich dann gesagt. Dann sagen Sie einfach klar, dass die AfD auch bundesweit rechtsextrem ist. Gesichert in Teilen als rechtsextrem festgestellt und gesichert faschistisch festgestellt. Also fällt Ihnen der Satz so schwer zu sagen, dass die AfD persönlich in ganz Deutschland eine rechtsextreme Partei ist? Kurze Aufklärung, soweit seid ihr gar nicht auseinander. Es geht hier um eine rechtlich justiziable Formulierung, nämlich es ist ein Unterschied, ob ich eine Partei vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall einstufe. Dagegen hat sich die AfD gewehrt, hat vor dem Verwaltungsgericht Köln verloren, vor dem OVG Münster. Ja. Gesichert rechtsextremistisch ist sie in den gerade erwähnten Ländern. Aber nicht bundesweit. Ändert überhaupt nichts daran, dass es viele Menschen gibt, die die AfD nicht trotz Höcke wählen, sondern wegen Höcke. Das ist ja das, was Zusammenarbeit mit der gesamten AfD aus. Das ist vollkommen klar. Das haben wir auch immer getan. Aber Herr Bosbach hat es genau geschrieben. Also sind wir bei der CDU in dieser Sendung und sagen, das ist schon angeklungen in der einen oder anderen Äußerung. Die CDU ist Gewinner dieser Wahl und sie ist in einer Gewinnerklemme. Gefesselt vom Wähler. Verdammt, ziemlich beste Freunde zu werden. Da wird man jetzt sicherlich viele Gespräche führen müssen. Im Film klappt's, aber in Sachsen und Thüringen? Eine Kommunistin, die den Kapitalismus überwinden will und
die jetzt ein seltenes Talent hat, zu zerstören. Wir arbeiten mit solchen rechtsextremen und linksextremen Parteien nicht zusammen. Für Frau Wagenknecht gilt ja beides. Ist doch bloß Landespolitik, beschwichtigt er. Weltpolitik wird nicht in Thüringen entschieden. Und beißt bei Wagenknecht auf Granit. Es geht darum, dass die Landesregierung sich positioniert, dass sie diese Aufstellung der Mittelstreckenraketen ablehnt, dass sie sehr deutlich sagt, dass sie sich von der Bundesregierung mehr diplomatische Initiativen wünscht. Für die Bundes-CDU stellt das ihre DNA der Westbindung in Frage. Hier geht es darum, russisches Einflussdenken, russisches Interessendenken und die autoritäre Führung, eine Ein-Mann-Führung, auch in Deutschland umzusetzen. Jetzt steht in Thüringen ein ziemlich erstes Treffen CDU-BSW an. Und wie es sich für angehende Freunde gehört: Wer mit uns koalieren möchte, muss auch mit mir sprechen. Wolfgang Bosbach, manche sagen, die Nummer zerreißt die Partei. Wie schwierig ist diese Aufgabe für Friedrich Merz und die CDU? Das ist ein riesiges Problem, was wir haben, was allerdings auch kein Wunder ist. Die CDU kommt aus der Tradition von Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, soziale Marktwirtschaft. Die andere Seite kommt eher aus der Tradition von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Wir haben 2 Unvereinbarkeitsbeschlüsse. Der eine bezieht sich auf die AfD, der andere bezieht sich auf die Linkspartei. Wenn ich jetzt sagen würde, es wird gesprochen mit BSW, weil wir damit keinen Unvereinbarkeitsbeschluss haben, das wäre ein rein formales Argument. Inhaltlich liegt so weit die beiden Parteien auseinander, dass es schwer vermittelbar ist. Warum wir sagen, mit den einen unter keinen Umständen, aber mit Bündnis Sarah Wagenknecht kann ich mir das vorstellen. Trotzdem fällt unseren Parteifreunden in den neuen Ländern nicht in den Rücken. Die haben ihre eigene Verantwortung. Jetzt melden sich Leute zu Wort, die dort überhaupt keine Verantwortung haben, die auch zu Hause in ihren Wahlkreisen eine ganz andere, viel komfortablere Situation haben. Es geht doch nicht um Koalitionsverhandlungen. Es geht im Kern darum, ob man sich zusammensetzt. Zur Auslotung gibt es irgendwo Gemeinsamkeit. Mein Tipp ist, wenn es nicht, nehmen wir jetzt mal Thüringen, um klassische landespolitische Themen geht, wie zum Beispiel Bildung, innere Sicherheit, Wirtschaftsförderung, sondern wenn es darum geht, die CDU zu spalten, damit wir von unseren Kernpositionen, die gerade richtigerweise geschildert worden sind, abrücken, dann kann ich mir es nicht vorstellen. Warum ist das BSW weniger schlimm als die Linke? Nein, das kannst du gar nicht erklären. Deswegen habe ich ja auch gesagt, formal haben wir nur den Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linkspartei. Ich weiß nicht, ob wir eines Tages gab's ja noch nicht. Genau, weiß gar nicht, ob wir einen bekommen zum Bündnis Sarah Wagenknecht. Das ist ein rein formales Argument. Ja. Ich möchte mal all diejenigen, die jetzt dazwischen rufen, auf keinen Fall möchte ich mal erleben, wenn in einem dritten Wahlgang in Thüringen, da reicht die relative Mehrheit aus, Björn Höcke zum Ministerpräsidenten gewählt werden sollte. Die möchte ich dann alle mal sehen, wie sie sich dann einlassen. Mario Vogt ist überhaupt nicht zu beneiden. Das ist die Frage, die die CDU jetzt beantworten muss. Weil Herr Bosbach, dem nehme ich sehr persönlich ab, dass er eine große Klarheit mit Blick auf die BSW hat. Aber Herr Kretschmer hat im Wahlkampf immer in Richtung der Partei geblinkt, wo die Spitzenkandidatin eigentlich klingt wie die Pressesprecherin von Wladimir Putin, wo es Positionen gibt, wie beispielsweise aus der NATO auszusteigen. Und Sie haben gesagt, gutes Regieren. Wir kennen uns ja aus dem Bundestag, wo Sie mal Mitglied der Linken waren und jetzt der BSW sind. Ich weiß sehr viele Abstimmungen im Bundestag, wo die gesamte BSW nicht an den Abstimmungen teilnimmt, obwohl sie sehr viel Geld vom Steuerzahler dafür bekommen, Abgeordnete des Deutschen Bundestages zu sein. Also das ist aus meiner Sicht noch nicht mal gutes Abgeordnetenhandeln. Und Herr Kretschmer kann sich das besser vorstellen, mit der BSW zu koalieren, als beispielsweise mit der Grünen Partei, die in außenpolitischen Fragen sehr zuverlässig ist. Und deswegen hat die Union Fragen zu beantworten. Herr Kretschmer kann sich insbesondere vorstellen, mit BSW zu sprechen, ob sich Gespräche mit BSW überhaupt lohnen. Und die Gelegenheit sollte man ihm geben. Ich selbst bin mega skeptisch. Aber ich sage Ihnen eins, Frau Drögel, das meine ich jetzt ganz ernst. Wir sind schwer dabei, die politische Stabilität in unserem Lande zu verlieren, die uns über Jahrzehnte über Wasser gehalten hat. Wir sind schwer dabei, die wirtschaftliche Stabilität unseres Landes zu verlieren. Wenn wir in Folge auch noch die sozial- und gesellschaftliche Stabilität verlieren, dann weiß ich nicht, welche Ergebnisse noch auf uns zukommen können. Deswegen sollten wir jetzt mal parteiübergreifend alles unterlassen,
was die Wählerinnen und Wähler noch mehr in die Verzweiflung treibt und zu extremistischen Parteien. Wir brauchen jetzt eigentlich eine Koalition Schwarz-Rot-Gold. Heute beispielsweise haben verschiedene Medien noch einmal recherchiert, dass es massive Einflussnahme Russlands auf Wahlberichterstattung und auf Informationen gibt. Verschiedene Medien kann man nachlesen, können alle im Internet noch einmal überprüfen, die genau darauf ausgerichtet sind, Sarah Wagenknecht zu stärken, die BSW zu stärken und die AfD zu stärken. Diese Einflussnahme Russland gibt es, die haben wir schon in verschiedenen Ländern der Welt beobachtet. Das ist die gezielte Strategie, Moskaus Demokratien von innen heraus zu destabilisieren und Parteien zu unterstützen, die aus Sicht Moskaus als russlandfreundlich wahrgenommen werden. Und die BSW ist eine solche Partei. Und die Art und Weise, wie Sarah Wagenknecht Politik macht, immer wieder falsche Informationen über die Ukraine darzustellen. Hier in ihrer letzten Sendung hat Frau Wagenknecht beispielsweise behauptet, ein Angriff Russlands auf ein ukrainisches Kinderkrankenhaus sei kein Angriff Russlands gewesen, was eine Falschinformation war, die im Nachhinein überprüft wurde. Das ist die Art und Weise, wie Frau Wagenknecht Politik macht. Und damit ist genau dieser Kern, nämlich eine Gesellschaft zu destabilisieren, Misstrauen gegen die Ukraine, Misstrauen gegen die USA, unsere wichtigsten Bündnispartner auszulösen. Das ist ein Ziel und dieses Thema muss man ansprechen. Das ist etwas, was auf dem Tisch liegt. Man kann das nicht. Falsch. Ich spreche über die Politik von Frau Wagenknecht und über das, was das Bündnis Sarah Wagenknecht möchte und beabsichtigt. Und das ist keine allein landespolitische Agenda, die Frau Wagenknecht hat. Der beteiligten Parteien jetzt überlassen, verharmlosen, was hier gerade passiert. Also Sie fordern jetzt eine Unvereinbarkeitserklärung von allen. Frau Wagenknecht sagt ja selber, dass sie bei diesen Verhandlungen mit dabei sein will. Das stimmt natürlich, aber es sind doch Gespräche. Deshalb warum muss man jetzt hier sitzen? Also genau das, was Sie gerade machen, wäre meine Empfehlung zu unterlassen. Also das ist genau der Weg. Nee, es ist genau der Weg, die Gespräche unmöglich zu machen. Recherchiert. Da sind Journalisten und Kollegen am Werk, das zu bestätigen, ich würde da schon gerne was eruieren. zu sagen. Gleich möchte ganz kurz Herrn Bosbach noch mal fragen. Das ist natürlich auch das Argument in Ihrer Partei. Wir haben Roderich Kiesewetter schon gesagt und zitiert, der zu dem Bündnis Sarah Wagenknecht sagt, dass es ein verlängerter Arm Putins ist. Wie geht Ihre Partei, wie gehen Sie mit diesem Vorwurf um? Das ist ein harter Vorwurf, der aber nicht aus der Luft gegriffen ist. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat vor ein paar Wochen sich die Mühe gemacht, viele Aussagen von Sarah Wagenknecht einmal auf Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Mal fehlt was, mal war etwas hinzugedichtet. Sie nimmt sich immer das, was gerade passt, und lässt einen Teil weg. Das hat aber nichts mit dem zu tun, was Frau C. gerade gesagt hat. Lass doch mal über die, Achtung, landespolitischen Themen in Thüringen und Sachsen ein Gespräch führen. Wir tun ja so, als wenn wir schon mal Kabinettslisten austauschen würden. Es geht doch zunächst nur mal um ein vorsichtiges Herantasten. Sind Koalitionsverhandlungen aber da sind ja klare denkbar? Bedingungen im Raum, Herr Bosbach. Da wird ganz klar gesagt, ja, dann kann Ihnen aber, eins sagen. Die Landesregierung sich um diplomatische Initiativen... Frau Illner, wer will nicht Frieden? Aber ich würde jetzt gerne mal was zu dem sagen, was Frau das kann ich nicht stehen lassen. Also, müssen Sie nicht stehen lassen. Ich wollte nur einen interessanten Aspekt von Herrn Bosbach noch mal nachfragen, damit auch das nicht stehen bleibt. Dieses Argument zu sagen, dass es eine noch viel größere Flüchtlingswelle geben würde, wenn dieser Krieg verloren geht für die Ukraine. Das können Sie in Ihrer Antwort ja vielleicht mit einbeziehen, weil Sie auf der anderen Seite ja auch sagen, dass Migration dringend begrenzt gehört. Das ist auch eines Ihrer Wahlkampfthemen gewesen, auch anderer Parteien. Kommen wir noch zu. Aber mich würde interessieren, ob Sie in aller Rationalität auch das sehen, dass wenn die Ukraine verliert, kommen natürlich noch mehr Flüchtlinge. Ich teile diese Einschätzung. Wo wir Unterschiede haben, ist bei der Frage, was ist der richtige Weg, diesen Krieg möglichst schnell zu beenden. Ich wollte jetzt wirklich auch eine lange Ukraine-Debatte führen, weil wir sprechen ja heute über was anderes. Ich habe das ja an dieser Stelle auch schon öfter mal gesagt, meine Meinung dazu. Das ist ein Dissens, den wir da haben. Ich bin der Auffassung, dass es mehr Diplomatie braucht, dass dieser Krieg am Ende am Verhandlungstisch beendet werden wird und eben nicht auf militärischem Wege. Und ich bin der Auffassung, das ist eine Meinung, die die Grünen auch mal hatten, damit wurde noch im Wahlkampf plakatiert, keine Waffen in Krisen- und Kriegsgebiete. Frau Dröge. Aber ich habe jetzt noch nicht zu Frau Dröge was sagen. Sie sollten vielleicht noch mal unbedingt jetzt auf Frau Dröge antworten. Ja, weil das hier mehrfach so dargestellt worden ist. Also wir haben im Moment tatsächlich eine ganz erhebliche Kampagne gegen das BSW. Da werden wirklich Lügen verbreitet, gibt es massive Diffamierungen gegen uns.
Das mussten sich auch so manche schon korrigieren. Also das, Sie doch so ein Beispiel. selbsternannte Faktenchecker, auch die ARD hat sich schon mal korrigieren müssen, weil sie Dinge behauptet hat. Was Sie gerade gesagt haben, ist so übrigens nicht richtig gewesen. Ja. Nein, Frau Dröge, das ist sehr unvollständig gewesen. Sarah Wagenknecht hat ganz konkret gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir noch nicht, ob das von ukrainischer oder von russischer Seite war. Das ist etwas anderes als klar. Das ist aber etwas anderes als festzustellen, dass es von russischer Seite, das ist so nicht gewesen. Es ist von Billingcat berichtet worden. Wir machen diesen Streit jetzt hier nicht. Nein, es werden Journalisten weiter daran arbeiten. Es ist die Frage, mit welcher aber und das wissen Sie, und selbst wenn es einmal so gewesen sein sollte, dass man mal in einer Aussage sich geirrt hat, ist das noch lange nicht, dass man da gezielte Desinformation verbreitet. Wir geben unsere Fakten nach bestem Wissen und Gewissen. Und was jetzt gerade stattfindet, und das machen leider auch die Grünen, sie haben ja heute gerade so eine Initiative gestartet, dass es irgendwie so ein Netzwerk jetzt geben soll gegen AfD und BSW, weil sie einfach behaupten, doch, es gibt, ich habe es in Twitter auch gesehen, da war doch, ich habe es, glaube ich, verstanden, da war doch ihr Gesicht zu sehen, weil sie behaupten, und das ist einfach nicht wahr, wir seien von Russland und China gesteuert. Robert Habeck hat im Wahlkampf auf einer Bühne gesagt, und zwar wirklich wörtlich gesagt, das ist transkribiert worden, dass das BSW von Russland und von China bezahlt wird. Wir werden bezahlt und finanziert. Dagegen gehen wir jetzt übrigens juristisch vor, weil das kann nicht angehen, dass man sich ernsthaft hinstellt. Man muss nicht unsere Meinung haben. Man muss uns auch nicht gut finden, das ist völlig in Ordnung. Aber sich hinzustellen und einfach sich Fakten über uns auszudenken und Lügen zu verbreiten und sowas in die Welt zu setzen, das geht nicht. Und das sind Dinge, die den demokratischen Diskurs auch wirklich kaputt machen. Ich kann Ihnen sehr gerne erklären, worum es geht. Es geht darum, dass es gezielte Wahlbeeinflussung und das Streuen von falschen Informationen durch Russland gesteuert in verschiedenen Demokratien gibt, zugunsten von Parteien, die Russland unterstützt. Dazu gehört die AfD und dazu gehört die BSW. Und heute haben sowohl Informationen über die USA uns erreicht mit Blick auf die AfD, wie massiv von Russland finanzierte Kampagnen zur Unterstützung der AfD stattgefunden haben und gleichzeitig massiv Kampagnen zur Unterstützung der BSW stattgefunden haben, die Einfluss auf die Wahl nehmen. Und das, was wir Grünen vorschlagen, ist, dass es eine Taskforce zwischen Bund und Ländern gegen die Wahlbeeinflussung von Russlands gibt. Da können Sie sich doch eigentlich darüber freuen, wenn wir das tun, dass wir hier entschlossen vorgehen, damit unsere Demokratie nicht von innen durch falsche Informationen gestört wird. Robert Habeck erzählt wahrheitswidrig, dass wir aus Moskau und China finanziert werden, Frau Dröge. Was sagen Sie denn dazu? Das hat er öffentlich geäußert. Dass es Informationen sind, die finanziert werden zur Unterstützung vom BSW. Er hat gesagt, das BSW, unsere Meinung wäre gekauft von China und von Russland. Das hat er auf einem Marktplatz gesagt, Frau Dröge. Nein, das ist falsch. Doch, das ist nicht falsch. Das ist transkribiert worden. Es wird jetzt ein Gericht darüber entscheiden. Ja, dann wird das Gericht darüber entscheiden. Das bringt so überhaupt nichts. So, das war's für heute. Ist es nicht eine Schande, wie diese Parteien mit anderen umgehen? Nur um ihre Macht zu behalten? Was denkt ihr darüber? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal, damit du kein weiteres Video mehr verpasst. Und denk dran, die Diskussion geht weiter. Deine Meinung ist gefragt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.